In diesem Video zeige ich Ihnen die wichtigsten Einstellungen für den Start mit der Online-Galerie. Wir schauen uns zunächst die Grundeinstellungen an, danach Formate und Produkte und zu guter Letzt legen wir einen Kunden an und führen eine Testbestellung durch. Wir starten jetzt zunächst einmal mit den Einstellungen. Dort gehen wir dann die wichtigsten Grundeinstellungen einmal zusammen durch. Zunächst gibt es hier Ihre Kontaktdaten. Das sind die Kontaktdaten, die der Kunde auf Ihrer Porträtbox Homepage findet. Hier ist immer das voreingetragen, was Sie bei der Registrierung angegeben haben. Also das könnten Sie eventuell noch mal verändern, wenn nötig. Sie könnten noch zusätzliche Infos mit eintragen und Ihre Telefonnummer, Internetadresse, Fax eventuell mit angeben. Die E-Mail-Adresse, die hier angegeben ist, ist auch immer die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich in Ihren Porträtbox-Admin-Bereich einloggen. Sollten Sie diese hier an dieser Stelle also irgendwann mal verändern, ändert sich auch Ihr Login. Die nächste Einstellungsmöglichkeit wäre Logos. Hier können Sie Ihre Logos hochladen von Ihrem Fotostudio, einmal für Shop und Homepage. Ihre Porträtbox Homepage finden Sie immer ganz einfach über diesen Button hier oben in der Ecke. Dann öffnet sich Ihre Porträtbox Homepage in einem neuen Fenster und das Logo würde dann hier oben noch stehen, also über Startseite und Kontakt jetzt in dem Fall, wenn Sie eins hochladen würden. Dann können Sie noch ein separates E-Mail-Logo und eins für Ihre PDFs hochladen, zum Beispiel die Rechnung. Und wenn Sie möchten, auch noch ein Favoriten-Icon. Unter Farben und Schriften können Sie sich Ihre Porträtbox Homepage noch ein bisschen gestalten, so dass es zu Ihrem Fotostudio passt. Wir haben hier schon einige Farbthemen vorgegeben, die Sie einfach auswählen können, oder Sie können auch ein individuelles Farbthema einstellen. Genauso können Sie auch die Schriftart verändern, sowohl für die Überschriften als auch für die Texte. Und hier unten finden Sie dann immer eine Vorschau, sowie hier nochmal Beispiele der Schriftarten. Und Sie können sich das Ganze dann auch eben immer live, die Veränderungen auf Ihrer Seite direkt anschauen, indem Sie einfach aktualisieren. Als nächstes kommen wir zu den Wasserzeichen. Hier sind immer schon 3 Porträtbox-Wasserzeichen von uns voreingestellt. Davon ist auch eins direkt zum Start aktiviert, damit Ihre Bilder online immer geschützt sind in der Galerie. Über dieses Augensymbol könnten Sie sich dann jeweils eine Vorschau des Wasserzeichens anschauen. Wenn Sie das Wasserzeichen ändern möchten, dann ändern Sie einfach hier die Markierung des Herzens und speichern das Ganze im Anschluss. Außerdem können Sie sich auch ein eigenes Wasserzeichen nach Ihren Wünschen gestalten oder auch Ihr eigenes Logo als PNG-Datei hochladen und dieses dann als Wasserzeichen benutzen. Das würden Sie dann über plus neues Wasserzeichen machen. Die nächste Einstellungsmöglichkeit ist, dass Sie eines unserer Partnerlabore aktivieren können. Wir arbeiten mit einigen Laboren zusammen, die bei uns fest integriert sind, bei denen Sie dann ganz einfach über unser System Laborformate anlegen und bestellen können. Hier könnten Sie sich dann jeweils unter weitere Informationen die Internetseite sowie die Preisliste des jeweiligen Labors anschauen und eventuell auch noch bei Fragen zu dem Labor würden Sie hier auch die Telefonnummer finden. Und so könnten Sie sich dann für eines der Partnerlabore entscheiden, wenn eines davon für Sie in Frage kommt. Wenn Sie ein Labor aktiviert haben, dann finden Sie unter Laboreinstellungen noch einige Einstellungen, die Sie für die Laborformate vornehmen können.
Zum einen können Sie sagen, was bei einem nicht passenden Seitenverhältnis der Bilder geschehen soll. Also wenn das gewählte Format nicht ganz zu dem Foto passt, wie es in der Porträtbox-Galerie von Ihnen hochgeladen wurde, dann könnten Sie entweder sagen, der Ausschnitt oder Rand kann vom Kunden gewählt werden. Diese Einstellung würden wir auch so empfehlen. Sie können allerdings auch sagen, dass immer weiße Ränder gedruckt werden sollen. Dann würde eben ergänzend, damit das Format dann gefüllt ist, entweder links und rechts oder oben und unten noch ein weißer Rand hinzukommen. Oder Sie sagen, es soll immer zentriert ausgeschnitten werden. Außerdem können Sie sagen, wohin das Labor versendet, entweder direkt an die Kunden oder immer an das Fotostudio. Diese Einstellungen beziehen sich natürlich nur auf den Postversand. Sollten Sie die Versandart Abholung anbieten und der Kunde wählt diese, dann wird natürlich vom Labor trotzdem an das Fotostudio gesendet. Außerdem haben Sie Einstellungsmöglichkeiten, wann Ihre Bestellungen an das Labor übertragen werden sollen, unter welchen Voraussetzungen. Sie können entweder sagen, die Aufträge sollen nie automatisch übermittelt werden, sondern Sie möchten das Ganze immer manuell freigeben. Dann wäre diese Einstellung hier die richtige. Sie könnten auch sagen, dass Aufträge immer verschickt werden sollen. Es soll also auch keine Prüfung der Fotoqualität stattfinden. Ob das Foto, das Sie hochgeladen haben, so für den Druck des gewählten Formats überhaupt geeignet ist. Und außerdem könnten Sie auch sagen, Aufträge nur bei Problemen anhalten. Das wäre eben entweder der Fall, wenn eben die Fotoqualität nicht zum gewählten Format passt, oder diese in Anführungsstrichen Probleme wären auch hier zu finden. Das sind alles die Gründe, warum eine Bestellung dann manuell für das Labor freigegeben werden muss. Wenn Sie mit der Online-Galerie arbeiten möchten, dann müssen Sie auf jeden Fall AGB, Datenschutzerklärung und Impressum hinterlegen. Hierfür können wir Ihnen leider aus rechtlichen Gründen keine Vorlagen liefern. Also diese Texte müssten Sie selbst verfassen oder sich verfassen lassen. Das Einzige, was wir noch ergänzend zu der Datenschutzerklärung für Sie hätten, wäre zu finden unter dem Menüpunkt Mein Konto. Hier gibt es auch einmal den Menüpunkt Datenschutz und über diesen könnten Sie einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit uns abschließen. Diesen können Sie sich hier zunächst anschauen und über diesen Button würden Sie das Ganze dann abschließen und anschließend könnten Sie dann diesen Ergänzungstext noch bei Ihrer Datenschutzerklärung mit hinzufügen. Unter dem Menüpunkt PDF und Rechnung finden Sie dann alle Einstellungen, die Sie auf Ihren Rechnungs-PDFs verändern können. Diese werden immer automatisch im Anhang bei der Bestellbestätigung per E-Mail mitgeschickt. Das heißt, Sie müssen nicht nochmal selbst eine Rechnung schreiben, sondern diese wird immer automatisch von unserem System erstellt. Und auf dieser Seite können Sie eben entsprechend noch Veränderungen vornehmen, die Seitenränder verändern, noch Texte oder Informationen in den Fußzeilen hinzufügen. Sie können hier auch die Überschrift verändern, wenn Sie nicht möchten, dass es Rechnung heißt, sondern Sie möchten, dass dort nur Bestellung steht, dann könnte man das hier einstellen. Und sobald mindestens eine Bestellung eingegangen ist, wäre hier dann eine Vorschau davon zu sehen. Als nächstes kommen wir dann zu den Versandarten. Hier können Sie zunächst einmal auswählen, welche Versandarten Sie generell anbieten möchten. Postversand, E-Mail-Versand und Abholung stehen zur Auswahl. Und wenn Sie eins davon nicht anbieten möchten, dann wählen Sie das hier einfach ab und speichern das im Anschluss. Und außerdem können Sie hier Ihre Standardversandart einstellen. Das ist dann die Versandart, die zunächst vorausgewählt ist für den Kunden. Dies kann er dann aber natürlich im Nachgang noch ändern.
Und darunter können Sie dann Ihre Versandkosten eintragen. Die 3 Euro sind von uns nur exemplarisch eingetragen. Sie können Ihre Versandkosten selbst frei bestimmen natürlich. Und darunter finden Sie dann noch die Möglichkeit, einen Betrag einzustellen, ab dem die Bestellung versandkostenfrei versendet werden soll. Wenn Sie den Kunden also dazu animieren möchten, ein bisschen mehr zu bestellen, dann könnten Sie zum Beispiel hier 50 Euro eintragen. Dann würde ab einem Wert von 50 Euro die Versandkosten nicht mehr berechnet werden. Dann gibt es noch die Einstellung Versandart E-Mail nur bei Downloadartikeln. Wenn hier Ja ausgewählt ist, dann wird die Versandart E-Mail nur im Warenkorb angezeigt, wenn auch Dateien zum Download, die von uns per Download-E-Mail verschickt werden sollen, im Warenkorb liegen. Ansonsten würde der Kunde den E-Mail-Versand nicht sehen. Darunter können Sie dann noch alle Länder aus- oder abwählen, in die Sie versenden möchten bzw. nicht versenden möchten. Und darunter gibt es dann noch die Einstellung, nur den höchsten Versandkostenaufschlag einmalig berechnen. Es ist möglich, dass Sie in Formaten einen Versandkostenaufschlag eintragen können. Wenn es sich bei dem Format zum Beispiel um eine große Leinwand handelt, bei der durch den Versand die normalen Versandkosten gesprengt werden würden, dann können Sie diesen Versandkostenaufschlag im Format eintragen. Und durch diese Einstellung wäre es dann so, dass wenn mehrere unterschiedliche Leinwände bestellt werden, die alle einen unterschiedlichen Versandkostenaufschlag eventuell auch haben, dann würde eben nur der allerhöchste Versandkostenaufschlag einmalig berechnet werden und die anderen würden dann nicht berechnet werden. Und zu guter Letzt könnten Sie auch noch einen alternativen Namen für Abholung angeben, sowas wie Abholung im Kindergarten oder Abholung im Fotostudio, damit der Kunde genau weiß, wo er die Bilder abholen soll. Der letzte wichtige Menüpunkt unter den Grundeinstellungen wäre Zahlungsarten. Hier können Sie dann auswählen, welche Zahlungsarten Sie Ihren Kunden im Online-Shop anbieten möchten. Zahlung bei Abholung, das heißt dann eben, dass im Fotostudio oder im Kindergarten auf jeden Fall bei der Abholung bezahlt wird. Dann Vorabüberweisung, also so etwas wie Vorkasse. Hier können Sie dann Ihre Bankdaten eintragen und diese werden dann direkt nach der Bestellung und auch in der Bestellbestätigungs-E-Mail dem Kunden dann auch direkt angezeigt. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, dass Sie PayPal und Klarna Sofortüberweisung als digitale Zahlungsmöglichkeiten anbieten. Bei PayPal bräuchten Sie dafür ein PayPal-Geschäftskonto und bei Klarna Sofortüberweisung müssten Sie sich dann auch einen entsprechenden Account einrichten und hier könnten Sie dann eben jeweils die Zugangsdaten eintragen, wenn Sie sich diese Accounts oder Projekte angelegt haben. Dann gibt es noch die Zahlungsart Rechnung. Das heißt, Sie gehen für den Kunden in Vorkasse, also eine Rechnung wird, wie eben schon erwähnt, von unserem System sowieso automatisch erstellt und im Anhang der Bestellbestätigungs-E-Mail mitgeschickt. Die Zahlungsart Rechnung heißt dann wirklich, dass Sie erst produzieren und der Kunde dann im Nachgang irgendwann seine Rechnung bezahlt. Also diese Einstellung sollte dann von Ihnen mit Vorsicht genutzt werden. Gerade wenn Sie Kindergärten und Schulen fotografieren, würden wir davon eher abraten. Außerdem können Sie auch die Zahlungsart Nachname anbieten, wenn Sie das möchten. Und hier drunter können Sie auch noch Ihre Standardzahlungsart auswählen. Genauso wie auch bei den Versandarten wäre das dann die Zahlungsart, die zunächst immer vorausgewählt ist als allererstes. Diese Grundeinstellungen, die Sie hier vornehmen, gelten dann zunächst immer für alle Kunden, die Sie sich neu anlegen. Sie können dann im Anschluss aber auch
unter Kunden und Aufträge in einzelnen Kunden die Einstellungen nochmal verändern. Wenn Sie zum Beispiel einen Kindergarten haben, bei dem Sie nur Abholung anbieten, dann können Sie das einfach nur für diesen einen Kunden ändern und Ihre Grundeinstellungen können Sie so beibehalten. Im Block System unter dem Menüpunkt Bestellung können Sie sich Ihre nächste Bestellnummer eintragen. Hier ist natürlich erstmal die 1 vorgegeben, aber es sieht eigentlich immer ein bisschen netter aus, wenn der erste Kunde nicht die Bestellnummer 1 hat, sondern Sie vielleicht mit der 1000 oder ähnlichem beginnen. Und außerdem ist hier auch noch ein Präfix eingetragen, diesen könnten Sie auch optional ändern. Das ist dafür gedacht, dass Sie wissen, dass es sich hierbei um eine Porträtbox-Bestellung, also aus dem Rechnungskreislauf der Porträtbox handelt. Als nächstes gehen wir jetzt zu den Formaten und Produkten. Hier können Sie sich Ihre Preisgruppen erstellen, also die Preislisten für Ihre einzelnen Kundengruppen, dann Formate und Pakete anlegen und außerdem noch zusätzlich Produkte und Geschenkgutscheine anlegen, wenn Sie das möchten. Und wir starten jetzt einmal mit den Formaten und Paketen. Hier haben wir zur Ansicht schon einige eigene Formate angelegt. Also diese Formate sind jetzt nicht mit einem Labor verknüpft. Sie können allerdings aus den Formaten Laborformate machen, wenn Sie das gerne möchten. Also wenn Sie sich diese voreingestellten Formate bearbeiten möchten, dann könnten Sie zum Beispiel hier draufklicken und dann sagen, jetzt wir möchten, dass das von Foto Exakt produziert werden soll. Das entsprechende Format dann hier aus der Liste auswählen, also das 10x15. Wir möchten jetzt das 10x15 matt ohne Rahmen. Also bei Foto Exakt gibt es zufälligerweise immer die Option, ob man das mit einem kompletten weißen Rahmen haben möchte, das Motiv oder ohne. Genau, und dann wäre das jetzt mit dem Labor verknüpft. Wie Sie im Detail Formate anlegen, dazu haben wir noch ein separates Hilfevideo erstellt. Falls Sie sich das noch genauer anschauen möchten, dann finden Sie das unter den Videos Formate und Produkte. Da ist alles nochmal ganz im Detail erklärt, die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie sich Formate, Pakete und Preisgruppen und so weiter anlegen können. So würde das in der Übersicht dann aussehen, wenn es ein Laborformat ist. Und außerdem gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie sich hier auf dieser Seite Pakete anlegen. Also wenn Sie zum Beispiel eine Kindergartenmappe anbieten möchten, dann könnten Sie das hierüber machen. Pakete beinhalten dann immer mehrere Motive zu einem Festpreis. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie ein Komplettpaket machen, also dass es alle Bilder aus der Galerie zu einem Festpreis gibt. Das würden Sie dann auch hier über den Menüpunkt Paket machen. Und wenn Sie sich nur ein einzelnes Format, also wo nur ein Motiv gewählt werden soll, anlegen, dann wäre das über den Menüpunkt Format zu machen. Die Preisgruppen oder man könnte auch sagen Preislisten können Sie sich dann über den Menüpunkt Preisgruppen erstellen. Hier haben wir auch schon wieder einige voreingestellt, also Bewerbung, Download, Event und so weiter. Alle Kundengruppen, die es so geben könnte, aber Sie können sich natürlich auch noch Ihre eigene Preisgruppe erstellen oder eben die von uns voreingestellten bearbeiten. Wie das im Detail geht, erklären wir Ihnen, wie gesagt, genauer in den Hilfevideos, wenn Sie sich das anschauen möchten. Als kleiner Tipp vielleicht sowohl hier auf der Preisgruppenseite als auch unter Formate und Pakete, wenn Sie unsere vorgegebenen
Formate und Preisgruppen gar nicht brauchen, dann löschen Sie sich diese am besten und legen sich Ihre neuen Formate, Pakete und Preisgruppen an, damit Sie wirklich immer nur das zur Auswahl haben, was Sie auch wirklich nutzen, damit es hier nicht zu Durcheinander und Verwechslungen kommt. Dann gibt es auch noch hier die Möglichkeit, Produkte und Geschenkgutscheine anzulegen. Damit sind einerseits Produkte gemeint, die komplett losgelöst von einem Bildmotiv sind, also alles, was irgendwie mit einem Bildmotiv, das dafür gewählt werden soll, zu tun hat, wäre als Format anzulegen, auch wenn es sich dabei um einen Schlüsselanhänger zum Beispiel handelt. Mit diesen Produkten sind wirklich noch externe Produkte sozusagen gemeint, also wenn Sie noch zusätzlich Bilderrahmen oder ähnliches verkaufen möchten, dann könnten Sie das hier anlegen. Und bei den Geschenkgutscheinen sind keine Rabattgutscheine gemeint. Diese können Sie unter Kunden und Aufträge in dem jeweiligen Kunden anlegen. Also wenn Sie da noch einen Aktionsrabattgutschein im Shop anbieten möchten, dann würden Sie das immer unter Kunden und Aufträge im entsprechenden Kunden machen. Bei den Geschenkgutscheinen hier sind wirklich Kaufgutscheine gemeint, also dass man noch einen Wertgutschein anbietet oder einen Gutschein für ein Porträtshooting. Wie Sie das dann im Detail anlegen können, das erklären wir Ihnen auch in den Hilfevideos zum Thema Formate und Produkte. Und jetzt würden wir auch direkt dann schon weitergehen zu den Kunden und Aufträgen. Hier sind auch wieder 2 Testkunden schon mal zur Ansicht angelegt. Die könnten Sie sich anschauen, da einfach ein bisschen rumklicken. Aber wir legen uns jetzt einmal einen neuen Kunden zusammen an, so wie Sie das dann auch machen würden. Und dazu gehen wir jetzt einmal hier oben rechts auf Neuer Kunde. Und danach werden Sie gefragt, ob Sie einen klassischen Kunden anlegen möchten, also eine Galerie, bei der es nur ein Kennwort gibt, mit dem sich eventuell dann auch mehrere Personen in die gleiche Galerie einloggen können. Also entweder ein klassisches Porträtshooting, wo dann nur der einzelne Kunde das Kennwort bekommt, oder auch ein Event, ein Abiball zum Beispiel oder eine Hochzeit, wo dann alle Besucher des Events unter dem einen Kennwort sich die Galerie anschauen können und bestellen können. Oder es gibt die Möglichkeit, einen Kindergarten- und Schulkunden anzulegen. Das ist dann ein Kunde mit individuellen Kennwörtern. Das muss natürlich auch nicht unbedingt ein Kindergarten oder eine Schule sein, sondern wenn Sie jetzt auch wieder Beispiel Abiball fotografieren und aber nicht alle Leute alle Bilder sehen sollen, sondern Sie arbeiten mit individuellen Kennwörtern, weil Sie Porträts fotografiert haben, wo jeder nur seine eigenen Bilder sehen soll, dann würden Sie eben diese Einstellung wählen. Immer dann, wenn mit einzelnen Zugangskarten gearbeitet werden soll. Wir legen uns jetzt einmal einen klassischen Kunden an und würden dann hier zunächst den Namen eingeben. Wir geben jetzt auch einmal Mustermann einfach ein. Dann könnten Sie wählen, ob das Ganze mit einem Kennwort geschützt werden soll oder bei den Profi-Galerien haben Sie auch die Möglichkeit, öffentliche Galerien ohne Kennwort anzulegen. Wenn es eine öffentliche Veranstaltung ist, dann könnten Sie das auch so machen, aber ansonsten dann am besten immer mit Kennwort. Hier ist dann immer von uns schon ein individuelles Kennwort vorgegeben. Und darunter würden Sie dann die Preisgruppe angeben. Darunter können Sie dann noch die Sichtbarkeit einstellen, also entweder aktiv, das hieße, der Kunde kann sich schon in seine Galerie einloggen, sofern Bilder hochgeladen wurden, wird vorbereitet, dann könnten Sie sich die Galerie zwar schon aus Kundenperspektive anschauen, aber der Kunde könnte sich noch nicht einloggen
Und bei gesperrt wäre die Galerie eben komplett für alle gesperrt. Also Sie könnten auch nicht drauf zugreifen. Und darunter könnte man direkt noch den Namen des ersten Albums angeben. Das lassen wir jetzt erstmal frei und gehen dann auf Speichern und Fotos hochladen. Hier laden wir uns jetzt ein paar Beispielfotos hoch. Sie sehen dann die hochgeladenen Bilder direkt hier im Album und können sich die Galerie aus Kundenperspektive dann immer ganz einfach hier über diese kleine Weltkugel anschauen. Dann müssen Sie sich nicht extra das Kennwort kopieren, auf Ihre Porträtbox-Startseite gehen und das Ganze eingeben, sondern Sie klicken einfach hier drauf und sind dann direkt in der Galerie und können dann so immer noch mal die Kundengalerie kontrollieren, ob alles so aussieht, wie Sie das gerne haben würden. Und wir würden jetzt einfach mal eine Testbestellung machen, also auf ein Bild draufklicken, dann hier auf Foto bestellen gehen und wir wählen jetzt das Ganze mal als 13×18 aus. Gehen in den Warenkorb oder legen es in den Warenkorb und dann wählen wir dieses Bild hier mal als Download aus. Und wenn wir dann in den Warenkorb gehen, dann haben wir eben hier unsere beiden Motive, können dann hier nochmal die Versandart auswählen und die Zahlungsart und dann gehen wir weiter zur Kasse. Das System erkennt jetzt gerade schon, dass es sich hierbei um eine Testbestellung des Fotografen handeln muss, weil sich ja eigentlich der Kunde noch gar nicht einloggen darf. Hier geben wir dann einmal eine Testadresse ein und unsere eigene E-Mail-Adresse. Dann ist es immer Pflicht, die AGBs zu akzeptieren, bevor man eine Bestellung abgibt. Und im Anschluss gehen wir dann auf Speichern und weiter und haben dann jetzt hier nochmal die Möglichkeit, die Bestellung zu kontrollieren, ob wir alles richtig angegeben haben und was wir genau bestellt haben. Und dann gehen wir auf Jetzt kaufen. Und jetzt haben wir hier einmal schon die Success-Seite, dass die Bestellung erfolgreich abgeschlossen wurde. Wenn wir jetzt unsere Bankdaten schon eingetragen hätten, dann wären diese hier auch direkt schon zu sehen. Wir haben jetzt gerade 2 E-Mails bekommen an unsere E-Mail-Adresse. Einmal die immer an den Kunden geht. Und Sie als Fotograf oder Fotografin erhalten immer auch im selben Moment die gleiche E-Mail, die auch der Kunde bekommt, damit Sie wissen, dass eine Bestellung eingegangen ist. Und außerdem finden Sie auch nochmal alle Bestellungen einerseits direkt im Kunden, hier unter dem Reiter Bestellungen. Und außerdem dann immer auch nochmal alle Bestellungen aus allen Kunden gesammelt unter Bestellungen und Co. bei Online-Bestellungen. Und hier ist jetzt eben unsere Bestellung Test 1, weil das System erkannt hat, dass es eine Testbestellung ist, deswegen nicht unter der normalen Bestellnummer. Und hier könnte man dann sich nochmal die Bestellung im Detail anschauen. Hier haben Sie dann die Rechnungsadresse des Kunden, die E-Mail-Adresse, eventuell Telefonnummer, können sich das Ganze entweder mit Farben markieren oder Sie können sagen, dass der Zahlungseingang kontrolliert wurde, dass das an das Labor gesendet wurde, an den Kunden verschickt wurde, damit Sie Bescheid wissen, was mit dieser Bestellung alles schon passiert ist. Außerdem haben Sie hier unter Informationen und Aktionen einmal noch die Auflistung aller wichtigen Daten zu der Bestellung. Dies hier wäre zum Beispiel der Verwendungszweck für die Zahlungseingangskontrolle.
Falls Sie elektronisch Ihren Zahlungseingang kontrollieren möchten, dann können Sie Ihren Kontoauszug in der Porträtbox hochladen und so müssten Sie dann bei der Zahlungsart Vorabüberweisung nicht selbst alle Zahlungen kontrollieren, sondern könnten das per CSV-Datei elektronisch von unserem System machen lassen. Der Kontoauszug wird dann auch nicht gespeichert, sondern wird einfach nur einmal nach diesen Verwendungszwecken abgeglichen und dann nicht weiter gespeichert. Außerdem könnten Sie hier an dieser Stelle dann, wenn eine Download-Datei bestellt wurde, diesen rausschicken. Wenn der Kunde mit PayPal oder Sofortüberweisung gezahlt hat, dann wird der Download immer automatisch verschickt, weil unser System dann auch direkt schon den Zahlungseingang erkannt hat. Wenn allerdings der Kunde mit Vorabüberweisung bezahlt, dann müssen Sie den Download manuell rausschicken, wenn der Zahlungseingang da ist. Das würden Sie dann hier über diesen Button ganz einfach machen. Sie können sich hier nochmal die Rechnungs-PDF anschauen. So würde das Ganze jetzt aussehen und haben auch noch die Möglichkeit, eine Nachricht an den Kunden zu verfassen, die Bestell-E-Mail nochmal an sich selbst oder an den Kunden zu schicken und noch weitere Möglichkeiten. Darunter finden Sie dann immer noch mal eine Auflistung, was genau bestellt wurde. Und wenn das jetzt eine Laborbestellung wäre, dann hätten Sie hier in der Mitte die Möglichkeit, die Bestellung an das Labor zu übertragen und könnten das dann an dieser Stelle machen. Das waren jetzt soweit erstmal die wichtigsten Einstellungen für den Start. Wenn Sie noch weitere Informationen möchten, dann finden Sie das auf dem Dashboard unter unseren Hilfevideos. Hier ist, wie gesagt, nochmal im Detail erklärt, wie Sie Formate, Produkte und Preisgruppen anlegen, wie Sie auch Kindergärten und Schulen fotografieren können und auch nochmal die Einstellungen und Informationen zum Anlegen von klassischen Kunden, wenn Sie sich das Ganze nochmal anschauen möchten. Das ist dann immer in kleine Häppchen unterteilt, sodass Sie sich auch nur kurze Videos anschauen können, wenn Sie es gerade benötigen. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Einrichten Ihrer Online-Galerie.